Hallo und willkommen zusammen ein weiteres Mal heute zu allem, was ihr über Kochmesser wissen müsst, in 10 Minuten. Und damit es keine Missverständnisse gibt, es geht nur um das, was ihr wissen müsst, nicht was man alles wissen kann. Schaffen wir das? Ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung. Ich bin so neugierig wie ihr. Wir versuchen es einfach mal. Also, erstens, welche Messerform gibt es, wofür sind sie und was braucht ihr davon? Da gibt es natürlich einmal das ausgewachsene europäische Chefmesser. Es ist lang und hat eine breite Klinge. Warum ist es so breit? Es ist so breit, damit ihr das Messer, also erstmal damit die Finger weg vom Brett sind, damit ihr Platz habt zu schneiden und wirklich die ganze Schneide nutzen könnt. Und zum Zweiten, damit ihr das Messer entlang der Finger führen könnt, ohne euch zu schneiden. Ihr macht hier so eine Kralle, greift das Schneidgut und schiebt es mit dem Daumen nach. Das ist das europäische Kochmesser. Dann die gleiche Funktion hat das japanische Santoku-Messer. Es ist auch breit, aber deutlich kürzer und hat eine hängende Nase. Beide machen im Wesentlichen das Gleiche. Das sind die die Arbeitstiere, die Allzweckwaffen in der Küche. Aber was macht den Unterschied aus? Der Unterschied ist folgender. Die Europäer schneiden auf Druck. Und dann braucht ihr hier diese lange Klinge, weil die erste Hälfte schon bei so einer durchschnittlich großen Tomate, die Hälfte davon, da ist der vordere Teil, die vordere Hälfte des Messers ist eigentlich nur Führung. Im hinteren Teil wird eigentlich geschnitten hauptsächlich. Und beim Santoku-Messer ist es so, dass die Asiaten auf Zug schneiden. Das kostet ein bisschen Übung. Und deshalb können die Messer unterschiedlich geformt sein. Es ist bei vielen Leuten so, Santokus sind wirklich sehr populär. Trotzdem schneiden sie europäisch und machen so eine Ausweichbewegung. Aber letztendlich, wenn man hier so eine hohe Tomate hat, also eine normale Tomate schon, dann sticht man sich damit ins Brett und es wird keine runde Bewegung. Also bei der Entscheidung, eins von beiden braucht man als Universalmesser, als Allzweckmesser in der Küche, mit dem wirklich viel geschnitten wird. Man sollte sich nur vorher überlegen, welchen Stil man schneidet, asiatisch oder europäisch. Dann gibt es die Schinkenmesser. Die Schinkenmesser sind spezialisierte Messer, um Sonntagsbraten aufzuschneiden oder um Schinken zu schneiden. Die sind eben lang, weil der Braten oder der Schinken in der Regel lang ist, aber sie sind schmal, damit das Fleisch an der Seite nicht anklebt. Ich finde, man braucht es nicht. Was gibt es als weiteres? Es gibt das Universalmesser, mittlere Größe, haben wir gar nicht mehr so viel, weil was ist ein Produkt, wenn es universal ist? Es kann alles, aber es kann nichts richtig gut. Dann gibt es natürlich die Gemüsemesser in 3 Formen, wobei das Spickmesser eine Sonderform ist, die erkläre ich gleich. Hiermit werden natürlich Gemüse geschält. Hiermit kann man kleine Radien schneiden. Wenn man zum Beispiel so Kerngehäuse oder hier den grünen Strunk aus einer Tomate rausschneiden will, dann macht man das hiermit. Vogelschnabel oder gerade Klinge ist letztendlich eine Geschmacksfrage dabei. Das Spickmesser wird auch so verwendet, ist relativ beliebt, weil man damit auch zur Not auf ein Brett schneiden kann, was natürlich mit dem Vogelschnabel oder mit der geraden Schneide schlecht geht, weil man dann nicht das Brett erreicht und die ganze Schneide nicht nutzen kann. Spickmesser haben aber eigentlich einen ganz anderen Ursprung, das wird heute kaum noch gemacht. Früher wurden Braten noch gespickt. Da mit diesem Messer kleine Schlitze in die Bratenoberfläche gestochen und da wurde dann Speck reingesteckt, damit der Braten saftiger wird. Heute sehr beliebtes Messer, aber als universaler Gebrauch. Und als letztes fast schon ein Sondermesser. Das ist das Brotmesser. Das Brotmesser finde ich ein wunderbares Messer, wird von gewerblichen Köchen tatsächlich viel benutzt, nicht nur für Brot. Der Vorteil hier ist, dass die eigentliche Schneide geschützt liegt. Die Schneiden werden nicht stumpf durch das Schneidgut in der Regel, also zumindest nicht in der Küche, sondern durch den Kontakt mit dem Brett. Und das passiert eben hier sehr viel langsamer und später, weil nur die Spitzen das Brett berühren. Wunderbares Ding. Auch die kann man übrigens nachschärfen. Man geht einfach über die Schmalseite vom Stab. Sucht die Seite, die geschliffen ist und geht da 5-mal in jede Richtung drüber und nimmt von der Rückseite ganz leicht den Grat ab. Ich schärfe meine Messer übrigens
ausschließlich auf einem Diamant- oder Keramikstab mit einer groben Körnung. Mir ist das egal, ob das viel abträgt. Mein Messer in der Küche hängt auf dem Block, das benutzen auch andere. Ich prüfe gar nicht, ob das scharf ist. Ich ziehe es direkt 3-mal drüber und arbeite damit. Ich möchte, dass meine Messer Leistung bringen, dass sie funktionieren, dass ich Freude dran habe und ob die 5 mm schmaler werden über 20 Jahre, das stört mich überhaupt nicht. Wollt ihr Messer in die Spülmaschine stecken? Für mich kein Problem, weil wie gesagt, das Schlimme ist der Kontakt mit dem Brett. Achtet dann natürlich nur darauf, dass es ein Kunststoffgriff ist und dass ihr möglichst wenig Fugen habt. Da ist so eine Konstruktion dann auf jeden Fall besser, auch wenn es Kunststoff ist, als so eine genietete mit allen möglichen Fugen und Ritzen. Aber wie gesagt, Spülmaschine, ja, frisst ein Stückchen von der Schneide ab, so gesehen jedes Mal, aber wirklich vernachlässigbar und steht zu nichts im Verhältnis zu dem Verschleiß auf dem Brett. Bretter natürlich, weiche Bretter nehmen, Holz oder ich mag halt sehr gern Paperstone oder Ridgelight. Selbes Material, 2 unterschiedliche Hersteller. Ja, ich meine eigentlich, ihr braucht halt ein schönes breites Universalmesser, also Chefmesser oder Santoku-Messer. Und ihr braucht ein Schellmesser und dann nochmal ein Brotmesser für alles Mögliche. Und damit kommt ihr in der Küche eigentlich ganz gut durchs Leben. Es gibt unterschiedliche Konstruktionen natürlich. Das eine ist der Flacherl. In dem Fall hier jetzt nochmal in Verbindung mit einem im Gesenk geschmiedeten Messer, mit einem im Gesenk geschmiedeten Klingenrohling. Ja, hier ist halt immer schön, ist eine altertümliche Art. Ihr habt eine schöne Anlage für den Finger hier. Das fühlt sich sehr angenehm an und es macht einen wertigen Eindruck. Aber immer wenn wir wertig sagen, dann meinen wir keine Wertsteigerung oder keine Funktionalitätssteigerung, sondern wirklich in der Erscheinung. Das andere ist ein Steckerl, hier auch in Verbindung mit einem geschmiedeten Messer. Und letztendlich, ja wie gesagt, nochmal eine andere Variante von Steckerl. Und der Fulltang. Braucht ihr einen Fulltang für die Stabilität? Ich denke nein. Habt ihr Feinde in der Küche? Nein, glaube ich nicht. Und selbst wenn, man muss immer an mittelalterliche Schwerter denken. Die hatten ganz dünnen Steckerl und die waren wirklich belastet. Und auch da haben diese Steckerle das letztendlich ausgehalten. Ich glaube, das war's im Groben. Dann haben wir eigentlich noch ein bisschen Zeit für Unsinn. Schauen wir mal. Das Messer hier hat es doch gerade ganz gut getan. Ja, ist relativ scharf. Ich bin einfach mal neugierig, wie lange es scharf bleibt beim Baton. Das hier ist guter polnischer Schwarzdorn. Wer weiß noch, wofür man Schwarzdorn sonst noch nimmt? Rauchen? Vampirflöcke. Zumindest nach Tolstoi. Oh. 1. Okay. Damit hätte ich jetzt tatsächlich nicht gerechnet, nachdem es so schwer durchgegangen ist. Wobei hier die Unterlage, glaube ich, auch federt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Mhm. 2. Verrückt. Also noch schneit's. Rockt. 41,16. Ist nicht mehr was Besonderes in dem Sinne, sondern der gute alte Solinger Standard-Küchenmesserstahl. Aber hätte ich bei dem Klingenprofil und dem flachen Schliff eigentlich nicht gedacht. Hat eigentlich jemand mitgezählt? Ja, wie es ausschaut, sprengt das Zertesten dann jetzt doch noch den Zeitrahmen. Also ich würde sagen, das war's im Groben. Guckt mal, was ihr zu Hause in den Schubladen habt, ob da was Neues hin muss. Und ansonsten, habt eine gute Zeit, bleibt neugierig, seid nett zu euren Messern. Wie immer natürlich, Like da lassen, Abo da lassen. Wir freuen uns außerdem über jeden Kommentar. Und ansonsten bis zum nächsten Mal.